Stellst du dir das vor? Du glaubst, du kommst hier hin und sagst sorry und dann ist alles in Ordnung? Bisschen einfach, findest du nicht? Bitte, Florian, ich meine es ernst. Inzwischen ist mir einiges klar geworden. Wenn du den richtigen Riecher für Pferde hättest, dann wärst du schon vor deinem Weggang ein erfolgreicher Züchter gewesen. Larissa, was soll das jetzt? Du weißt ganz genau, dass ich mich Schluss mit der Komödie. Du kriegst von mir keinen Pfennig. Uli, möchte dir etwas sagen. Was denn? Was willst du mir sagen, Uli? Wenn's geht, heute noch. Bastiane wartet. Weißt du eigentlich, dass... Das was? Ich wollte nur sagen, dass ich es toll finde, wie sehr du dich um Bastiane kümmerst. Und ich dachte schon, es sei was passiert. Sorry, aber ich wollte einfach, dass du das weißt. Bastiane war meine erste Freundin und wir verstehen uns immer noch prima. Ich will nicht, dass sie traurig ist. Ja, jetzt mach dir mal keinen Kopf. Wir Frauen halten schon zusammen. Tschüss bis heute Abend. Ciao. Tschüss, Uli. Tschüss. Dann habe ich also richtig gelegen. Du bringst es einfach nicht, mich in die Pfanne zu hauen. Irrtum, Bruderherz. Oder glaubst du wirklich, ich verspiele meinen besten Trumpf? Du willst mich also weiter erpressen, ja? Daddy und Oma wären wirklich stolz auf dich, wenn sie dich so sehen könnten. Glaubst du, es war richtig, meine Abfuhr zu erteilen? Zweifelst du daran? Oh ja, das Gestüt hat immer satte Gewinne abgeworfen. Eine Investition würde sich bestimmt lohnen. Das siehst du vollkommen richtig. Und wieso gibst du Henning dann nicht das Geld? Ich meine, der Junge ist mit Pferden groß geworden. Wenn sich einer auskennt, dann er. Ja, natürlich weiß er, wo es lang geht. Aber das darf ich ihm noch nicht sagen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Versuch's doch mal mit einem Glas Milch statt Schokolade. Vielleicht bringt das deine Gehirnzellen wieder auf Trab. Meine Gehirnzellen vielleicht, aber nicht meine Energiereserven. Ich habe nämlich heute Abend noch ein Rendezvous. Oh, bitte erspar mir die Details. Na, dann sag du mir, was du mit Henning vorhast. Ich will, dass er mir vertraut. Was schafft mehr Vertrauen als Geld? Wenn ich ihm das Geld einfach so hinterherwerfe, dann glaubt er mit Sicherheit, ich will ihn kaufen. Und wie willst du dann sein Vertrauen gewinnen? Über Ablehnung. Bist du unter die Hobbypsychologen gegangen? Ist doch ganz einfach. Ich tue so, als halte ich nichts von ihm. Er wird mir natürlich das Gegenteil beweisen wollen. Also lasse ich mich überzeugen. Und er wird denken, dass ich ehrlich und aufrichtig an seine Fähigkeiten glaube. Und das ist genau der Moment, wo er mir wieder so vertrauen wird wie früher. Was, wenn Henning das Geld woanders auftreibt? Ohne eine Vollmacht von Christoph? Niemand wird ihm 1 Million geben. Du siehst, es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als wieder zu mir zu kommen. Sie traut mir nicht zu, das Gestüt zu leiten. Quatsch, sie hat Schiss, dass du bleibst. Ja, immerhin hat sie nicht noch mal versucht, mich zu erpressen. Weil sie weiß, dass du nicht käuflich bist. Vermutlich, ja. Aber Clarissa ist eigentlich auch nicht das Problem. Naja, darüber ließe sich streiten. Wichtig ist nur, dass ich während Christophs Abwesenheit das Gestüt in seinem Sinne erweitere. Wieso machst du nicht einfach ein paar Pläne und wartest, bis er wieder hier ist? Papier ist geduldig. Ich will Ergebnisse präsentieren. Aber dazu brauche ich Clarissas Geld. Naja, so weit waren wir ja schon. Sie gibt es dir nicht. Weil sie glaubt, dass ich in der Werbung besser aufgehoben bin. Wenn ich ihr aber das Gegenteil beweisen könnte. Das ist es. Warten auf die nächste Abfuhr. Ich bin sicher, mittlerweile hat er sich beruhigt. Bringen Sie mich zurück in meine Zelle. Einen Moment noch. Willst du nicht wenigstens noch mal mit ihm reden? Worüber? Gut, wie du willst. Dann reden wir beide miteinander, ja? Ich warte draußen. Ist das möglich?
Ausnahmsweise. Danke. Wieso konntest du deinem Vater nicht zumindest einen kleinen Schritt entgegengehen? Er hat mich hier drin sitzen lassen. Denkt er, er kann hier reinspazieren, eine Entschuldigung sagen und alles ist Paletti? Natürlich hat er gewusst, dass ihr euch nicht gleich in die Arme fallen werdet. Aber dass du auf seine Entschuldigung überhaupt nicht reagierst. Du hast dir doch die ganze Zeit gewünscht, dass es wieder so ist wie vorher. Und jetzt? Dann erklär doch mir, was mit dir los ist. Ich will es wenigstens verstehen. Florian, dein Schweigen macht alles nur noch schlimmer. Oder hast du das nach allem, was passiert ist, immer noch nicht begriffen? Nach unserem Streit, ich habe mir gewünscht, dass wir uns aussprechen und dass er mir verzeiht. Ich hatte Angst, dass wir das zwischen uns nicht mehr hinkriegen. Aber als ich dann verhaftet wurde, er ist doch mein Vater, er weiß doch, wie schlimm es für mich war, ins Gefängnis zu gehen. Selbst wenn er gewollt hätte, er hätte nichts für dich tun können. Er hätte nur sagen müssen, dass ich wieder nach Hause kann. Umso mehr setzt er sich jetzt für dich ein. Ich weiß. Aber ist es nun, weil ich sein Sohn bin? Oder um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen? Wahrscheinlich ist es ja schlecht fürs Geschäft, wenn der Junior eingebuchtet ist. Diese Frage musst du dir selbst beantworten. Das wird schon. Der Apfel fällt schließlich nicht weit vom Stamm. Gibst du mir auch eins? Bin ich als Sklave? Entweder du gibst mir ein Glas oder ich schreibe dir keine Entschuldigung, wenn du das nächste Mal blau machst. Dieser kleine Erpresser. Ich passe mich nur deinem Stil an. Also, mein Glas. Voll machen? Hoffentlich erstickst du dran. Du kannst mich mal. Kein so geiles Gefühl, erpresst zu werden, was? Ich fühle mich jedenfalls beschissen. Ob ich nun erpresst werde oder es selbst tue. Ja, meinst du, mir macht es Spaß? Warum machst du es dann? Ja, weil du mich dazu zwingst. Ach was, du bist doch nur sauer, weil du dich mit der Nummer bei der Schneider selbst rausgeschossen hast. Auf die Gelegenheit hast du doch nur gewartet, um Steffi noch mehr Kohle in den Hintern schieben zu können. Ist auch nicht gerade die feine Englische, oder? Klar. Die Sachen da müssen in den Kühlschrank. Hm? Es geht noch einmal um das Gestüt. Den Weg hättest du dir sparen können. Ich kann ja verstehen, dass du dein Geld niemandem anvertrauen möchtest, von dessen Fähigkeiten du nicht überzeugt bist. Andererseits wäre eine erfolgreiche Zucht auch für dich ein äußerst lukratives Geschäft. Komm zur Sache. Was wäre, wenn ich dir meine Kompetenz in Sachen Pferde unter Beweis stelle? Und wie? Morgen findet doch das Rennen um dein Karthauser Pokal statt. Wenn ich dir den Sieger vorhersage, würdest du mir dann die Million geben? Unter Umständen. Aber was, wenn du einfach nur Glück hast? Ein bisschen Glück gehört zu jedem Geschäft. Oder kannst du hundertprozentig den nächsten Modetrend vorhersagen? Natürlich. Die Modelle von Linek Harris. Ja, aber auch nur, weil du den Markt aufgrund von Beobachtungen und Analysen bis ins Detail kennst. Genauso mache ich es auch. Ich sammle alle Fakten, werte sie aus und weiß, wer gewinnt. Wenn das so einfach wäre, warum hattest du dann Wettschulden? Weil ich Hundewetten platziert hatte. Und die verhalten sich anders als Pferde. Aber glaub nicht, dass ich auch nur eine müde Mark auf deinen Tipp setze. Ja, vielen Dank nochmal. Alles klar, tschüss. In Moskau ist gerade ein Riesenschwindel mit Aktien aufgeflogen. Russische Ölfelder, falls ihr das was sagt. Das kam gerade im Radio. Mist. Tja, das war's dann wohl. Das heißt, du hast wirklich... Der Typ von der Bank hat's mir gerade bestätigt. Wenn du jetzt Steffi alles sagst, ich kann es sogar verstehen. Weißt du was? Ich glaube, wir sind ohne das Geld viel besser dran. Oder kannst du dich erinnern, dass wir uns deswegen schon mal so gezofft haben? Sollen sich doch die Russen die Köpfe einschlagen. Und
Die Sache mit Millie? Wenn ich irgendwas tun kann, sag Bescheid. Uli. Der Bankmensch gerade am Telefon hat mir nur noch mal bestätigt, dass ich mit der Stornierung des Aktienkaufs Gold richtig lag. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Du bist voll das Risiko eingegangen, dass ich dich hochgehen lasse. Das Risiko, das war gleich 0. Schließlich kenne ich dich eine Weile und weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und ich mich auf dich. Was machen wir jetzt mit der geretteten Kohle? Was sagtest du, wir? Klar. Wir sind doch ein Team, oder? Wie stehen denn Florians Chancen, auf freien Fuß zu kommen? Nachdem Sie bereit sind, Florian wieder aufzunehmen, ganz gut. Die Staatsanwaltschaft wird natürlich alles versuchen, um den Richter davon zu überzeugen, dass trotzdem Fluchtgefahr vorliegt. Ja, aber Florian wollte sich doch selbst stellen. Die Polizei kam ihm aber zuvor. Keine Sorge, der Richter wird erkennen, dass Florian die Sache zu Ende bringen und nicht wieder fliehen will. Außerdem hat er ein soziales Umfeld, das positiv auf ihn einwirkt. Wie gesagt, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn er weiter in Untersuchungshaft bleibt. Wenn er nicht nach Haus will? Dann haben wir ein Problem. Er misstraut mir immer noch. Oh no. Selbstvorwürfe helfen Florian auch nicht. Herr Schürmann, helfen Sie uns, Florian da rauszupacken. Holen Sie meinen Sohn nach Hause. So, was wollte ich jetzt noch? Ah ja, genau, die CD. Sag mal, meinst du, dass er das wirklich alles braucht? Du hast ihm schon eine ganze Tasche gebracht. Also ich hoffe nicht, aber sicher ist sicher, ne? Oh Mann, ich weiß doch ganz genau, dass ich sie hier irgendwo hingelegt habe. Mist, verdammter. Mensch, das ist doch nicht so schlimm. Du hast ihm schon Dutzend andere CDs eingepackt. Diese Musik ist absolut wichtig für ihn. Es ist seine Lieblingsband. Und vor allem gibt sie ihm die Kraft, das Ganze einfach durchzustehen. Wenn das so ist... Sag mal, was ist denn mit dem Fernseher? Oh, shit, den habe ich ja total vergessen. Darf man im Knast eigentlich Fernsehen? Ich habe mich informiert. In der U-Haft ist ziemlich viel erlaubt. Komm, die nehme ich auf jeden Fall heute noch mit. Oh Gott. So. Sehr geschafft. Shit. Florian in U-Haft. Ich pack das. Sie werden ihn schon bald rauslassen. Und wenn nicht? Ich möchte, dass du dich morgen in Schale wirfst. Mit allem drum und dran. Klingt, als hättest du was vor. Wir, Schätzchen. Wir gehen nämlich zum Pferderind. Ah ja, und bitte, kauf dir einen neuen Hut. Dieser bunte Deckel, den du das letzte Mal getragen hast bei deiner Vernissage, der war wirklich zu scheußlich. Es gab Leute, die fanden ihn schrecklich schön. Über Geschmack lässt sich eben streiten. Es gibt ja auch immer wieder Männer, die Gefallen an dir finden. Kümmere dich lieber um dein eigenes Liebesleben. Hat sich Pavlos mal wieder gemeldet? Ich habe zurzeit Besseres zu tun, als mit ihm in den See zu stechen. Zum Beispiel irgendwelchen Kleppern zuzuschauen, wie sie um die Wette laufen. Das Rennen ist doch nur Mittel zum Zweck. Also geht's um einen anderen Mann? Kenne ich ihn? Henning. Ich habe dir doch gesagt, dass er versuchen wird, mich von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Ach, und wie will er das anstellen? Er ist sich sicher, dass er den Sieger des Derbys voraussagen kann. Das ist doch unmöglich. Selbst mit Hennings Pferdekenntnissen. Charlie, musst du denn immer so pessimistisch sein? Du hast doch schon wieder einen Plan. Tja, ist alles nicht so einfach, wie du dir das vorgestellt hast, oder? Naja, du kannst Stammbäume betrachten, Trainingszeiten studieren, Jockeys vergleichen und alte Rennergebnisse auswerten. Den Zufall kannst du natürlich nicht ausschließen. Und trotzdem musst du dich für ein Pferd entscheiden. Tja, welches? Sambem oder Piaggio? Beide sind gleich gut. Also dann würde ich Piaggio nehmen. Das klingt so elegant und romantisch. Italienisch halt. Naja, wenn es nur nach dem Namen ginge. Nein, ich werde noch eine Nacht drüber schlafen. Morgen werde ich dann die endgültige Entscheidung treffen, nachdem ich die Pferde im Vorführring gesehen habe. Das wird schon schief gehen. Na, es muss.
Es ist die einzige Chance, das Gestüt zu erweitern und Christoph zu zeigen, was ich kann. Ja, wie lange würde Florian denn bekommen? Mindestens ein Jahr. Mein Sohn ist kein Krimineller. Sicher nicht. Wir wollen ja auch alles tun, dass Ihr Junge glimpflich davonkommt. Aber wir sollten trotzdem mit dem Schlimmsten rechnen. Wir sollen also zulassen, dass mein Sohn um seine Zukunft gebracht wird. Arno, reg dich bitte nicht wieder auf. Herr Dr. Schürmann wird versuchen, das zu verhindern. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Und machen Sie sich nicht verrückt. Das hilft weder Ihnen noch Ihrem Sohn. Ich gehe schon. Morgen. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber in der Agentur ging es drunter und drüber. Die Maler hatten alles mit Folie abgedeckt. Mein Gott, sind die immer noch nicht fertig? Entschuldigung. Nina Ryan, meine Mitarbeiterin, Dr. Schürmann, Florians Anwalt. Danke. Ich gehe schon mal, okay? Okay. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Sie können uns jederzeit anrufen. Schönen Tag noch. Wenn Florian wüsste, wie du dich für ihn einsetzt. Ich möchte mir nie mehr vorwerfen müssen, nicht alles versucht zu haben. Selbst um den Preis, ihn vielleicht eines Tages endgültig zu verlieren. Dienstleistungen sind schon mal nicht schlecht. Wie wär's, wenn wir einen Kurierdienst aufmachen? Auf Skates anstatt mit dem Fahrrad oder dem Auto. Dabei kommt nichts rum. Und Spaß haben nur die Jungs und Mädels, die fahren. Mann, irgendwas muss es doch geben. Hör mal, Steffi wartet. Wir reden nachher weiter, okay? Viel Spaß. Ja, dir auch. Ich weiß nicht. Bin schon weg. Uli Prozeski? Hallo Uli. Gut, dass ich dich erreiche. Hast du Lust, mit mir zum Pferderennen zu gehen? Ich könnte dich gleich abholen lassen. Tolle Idee. Das Dumme ist nur, ich schreibe gleich Mathe. Oh, das geht natürlich vor. Ja, trotzdem danke. Ciao, Clarissa. Ach, Uli? Konntest du Nick von seinen Aktienkäufen abhalten? Ja, das hat geklappt. Gratuliere, du wirst es noch mal weit bringen. Ja, bis in den Knast, wenn ich so weitermache. Oh, das hört sich ja gerade so an, als ob du deinen Schritt bereust. Naja, ein gutes Gefühl hatte ich nicht gerade dabei, als ich Nick erpresst habe. Das ändert sich spätestens, wenn du deine erste Million verdient hast. Außerdem konntest du Nick vor einem großen Fehler bewahren. So gesehen. Du, Uli, ich muss jetzt Schluss machen. Also wenn du meine Hilfe brauchst, ich bin immer für dich da. Na? Ihn plagen noch moralische Skrupel. Aber man kann ja nicht alles auf einmal erwarten. Na, dann kannst du ja jetzt entspannt das Rennen genießen. Und mich meinem anderen Zögling widmen. Hey, das ist meiner. Fit and Fun. Wir trainieren nicht nur ihren Körper. Wir trainieren nicht nur ihren Körper, sondern auch ihre Seele. Ja, das ist zu lang. Mist, das ist zu lang und alles, was unsere Zielgruppe anspricht, ist leider schon belegt. Wie soll man sich denn heutzutage noch einen neuen Namen für eine Fitnessstudio-Kette ausdenken? Kannst du mir das mal sagen? Vielleicht hilft es, wenn du erstmal eine Pause machst. Ich kann doch nie alles stehen und liegen lassen. Doch, du kannst. Und du musst. Sonst fressen dich deine Probleme irgendwann noch auf. Ja, aber Arno und Florian brauchen mich auch. Siehst du, genau das meine ich. Du hast für jeden ein offenes Ohr und kümmerst dich um jedes Problem. Nur nicht um dich selbst. Fang endlich an, auch mal an dich zu denken, sonst bist du irgendwann total ausgelaugt. Vielleicht sollte ich doch irgendwie abschalten. Aber zu zweit macht es mehr Spaß. Für solche Ideen bin ich immer zu haben. Na komm. Oh. Sander? Ja, gut. Ja, danke, sag ich Ihnen. Florian will ich sehen. Da, das ist Piaggio. Wow, auf dem würde ich auch mal gerne reiten. Das war eine Nummer zu schnell für dich. Das nicht, aber zu teuer, würde ich sagen. Und das ist Sambi. Der ist auch nicht schlecht. Sein Vater ist Derby-Sieger. Seine Mutter kommt auch aus einem sehr erfolgreichen Rennstall. Aha. Wer reitet sie denn? Sunbeam hat einen französischen Jockey, Béard. Piaggio will von einem Deutschen geritten, Wegner. Nee, das sagt mir nichts. Kein Wunder. Die singen ja auch nicht in Boygroups. Ha. Also diese Zeiten sind nun wirklich vorbei. Dann können wir uns ja jetzt über reifere Semester unterhalten. Beides sind sehr erfahrene Jockeys. Sie haben schon viele Rennen bestritten und gewonnen. Tja, womit wir so weit wären wie gestern Abend? Oder gibt es noch einen vielversprechenden Außenseiter? Nein. Sunbeam oder Piaggio. Einer von beiden wird das Rennen machen. Fragt sich nur, wer von beiden. Hat sie die Sprache verschlagen? Na, das ist ja wohl auch kein Wunder bei den Kopfbedeckungen.
Genug der Konversation. Wie lautet dein Tipp? Sunbeam. 20 für 10, so viel ich weiß. Bist du dir da auch ganz sicher? Ich möchte nicht, dass Charlie aufs falsche Pferd setzt. Keine Sorge. Sunbeam wird gewinnen. Hallo, Junge. Danke. Na, du hast keinen Grund, Trübsal zu blasen. Ich stehe ständig mit Schürmann in Kontakt. Jetzt mach mal eine Pause, Papa. Ich finde... Ich wollte erstmal mit dir über was anderes sprechen. Ja. Worüber? Über uns. Als du gestern da warst, ich wollte dir echt verzeihen. Plötzlich war ich total wütend auf dich. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie ich es dir sagen soll. Was würdest du mir sagen? Ich war fest entschlossen, dich zu hassen und dir nie im Leben zu verzeihen. Aber dann wurde mir klar, wie oft wir uns schon gestritten haben. Und wie oft wir Dinge, wichtige Dinge, nie gesagt haben. Ich liebe dich. Falls ein Sohn seinem Vater sowas sagen darf. Darf er? Ich. Guten Tag, Herr Direktor Wünke. Frau von Anstetten, Hals und Bein. Meine Damen und Herren, der Start des dritten Rennens steht unmittelbar bevor. Ah, da ist ja unser Sonnenstrahl. Ah ja, jetzt sehe ich ihn auch. Willst du nicht zu uns bitten? Ich meine das Pferd, Sunbeam. Und ich spreche von Annie. Der muss sich seinen Platz an meiner Seite erstmal verdienen. Sag mal, auf wen hast du eigentlich gesetzt? Auch auf Sunbeam? Wenn ich auf etwas setze, dann nur auf mich selbst. Und in diesem Moment kommt Piaggio heran, rückt in die Startbox ein, alle Pferde sind damit in den worauf Boxen. warten die denn Der noch? Start ist erfolgt zum dritten Rennen. An der Innenseite übernimmt zunächst einmal Major Bone die Spitze, Na dann. wird außen aber sofort abgelöst von Piaggio. Piaggio übernimmt zum ersten Mal Mitte der Zielgeraden an den Tribünen vorbei das Kommando. Major Bone ist dann in zweiter Position. Da! Da ist Sunbeam! Mensch, der ist ja gar nicht an erster Stelle. Macht nichts. Ist eine gute Ausgangsposition. Etwas hinter den Pferden am Ende des Mensch, ich drück dir so die Feldes Daumen. und Piaggio diktiert in zunächst einmal recht ruhiger Fahrt. Das Tempo führt weiterhin vor Major Bone. Tja, Sunbeam. An der Innenseite Sunbeam. Liegt es an dir, was aus mir wird?